Das ist so langsam der absolute Wahnsinn, was da um den Artikel 13 und die restlichen Regelungen der Reform des europäischen Urheberrechts passiert. Erst werden wir Aktivisten von der Merkel-EU-Kommission als Mob bezeichnet und jetzt kommt immer mehr heraus, wie hier die Konzernlobbyisten die Europapolitik an der Nase herumführt und instrumentalisiert. Das ist wirklich traurig und lässt einen schon zweifeln. Dieses Video kommt auf diesem Kanal, weil er durch die Urheberrechtsreform in besonderem Maße betroffen wäre. Herzlich willkommen zu Clickzoom Social and Media. Ja, dieses Video kommt hier auf Clickzoom Science and Fiction, weil es das vielleicht in Zukunft so nicht mehr geben wird. Unsere Videos enthalten nämlich Unmengen an Videoausschnitten, Zitaten und Fotos, die genau durch die Änderung des europäischen Urheberrechts betroffen wäre. Denn wenn jemand in einem Upload das gleiche Material verwendet und als seines deklariert, dann kann Clickzoom seine Videos nicht mehr veröffentlichen. YouTube müsste sie sperren. Zwar behauptet das EU-Parlament in einem Video, dass Zitate, Memes, Persiflagen, Kritik und Parodie möglich wären, doch auf der anderen Seite fordern die neuen Regelungen, dass Portale den Upload von urheberrechtlich geschütztem Material verhindern und vor allem dafür haften. Hier der Ausschnitt. Article 13 would make online platforms liable for copyright infringing content uploaded to them. The end result of this is that platforms will compensate authors more fairly for their work. There is no requirement for platforms to put filters in place. It will be up to the platform to decide how they implement the rules. Dieser Ausschnitt in diesem Video wird in Zukunft dazu führen, dass dieses Video gesperrt wird, denn er ist ja Content des EU-Parlaments. Ich habe ihn zwar erlaubterweise als Zitat verwendet, aber wie soll das ein Portal wie YouTube erkennen? Ganz einfach, es geht nicht. Es kann nur einen Upload-Filter verwenden, alles andere macht keinen Sinn und es muss ihn restriktiv verwenden, ansonsten drohen hohe Zahlungen. Eine eigentlich verbotene Zensur findet statt. Für Tim Berners-Lee, dem Erfinder des World Wide Web, ist es ein beispielloser Schritt auf dem Weg zur Transformation des Internets von einer offenen Plattform für Austausch und Innovation zu einem Instrument für die automatisierte Überwachung und Kontrolle seiner Nutzer. Das klingt bei der EU noch ganz anders und die Digitalpolitiker und Politikerinnen in Deutschland, selbst die in der CDU, halten es für kompletten Schwachsinn. Warum? Hier wird die Haftung von den eigentlichen Tätern, die das Urheberrecht vermeintlich verletzen könnten, auf den technischen Dienstleister zur Übertragung der Inhalte übertragen. Da wird der Bote für den Inhalt haftbar gemacht. Demnächst haftet dann auch der Satellitenbetreiber Astra für das schlechte Programm von RTL oder die Bundesrepublik Deutschland für Unfälle auf ihren Autobahnen oder die Post für Erpresserbriefe, die mit ihr versendet werden und so weiter und so fort. Es macht also überhaupt keinen Sinn. Einfach keinen. Zudem werden die Urheberrechte zum Beispiel auf YouTube schon umfassend wahrgenommen. Jede Musik auf der Plattform wird minutiös registriert und die Urheber bekommen Geld. Bei jedem Video werden 50% der Einnahmen ausbezahlt, ein nicht ganz unfairer Deal. Denn wer schon mal versucht hat, eine eigene Videoplattform zu betreiben, ich kann ein bisschen davon erzählen, weiß, dass die Technik normalerweise 100% der Einnahmen verschlingt. Da können deutsche Betreiber ein Lied von singen. Also, wem hilft es? Zum Beispiel der GEMA. Bei ihren Klagen gegen YouTube haben die Gerichte immer die Rechtsauffassung vertreten, dass YouTube eine Plattform sei und damit nicht haftbar. Mit dem neuen Recht kann die GEMA nun endlich erfolgreich gegen YouTube klagen. Manche meinen auch erpressen und mehr als die 50% rausdrücken. Ich will hier nicht YouTube oder Google verteidigen, sie sollen einfach mal sagen, was sie verdienen, dann hat man eine vernünftige Verhandlungsgrundlage. Aber die Haftung deshalb auf den Betreiber der Infrastruktur zu übertragen, das ist einfach ein billiger Taschenspielertrick. Und es nützt natürlich den großen Medienkonzernen. Die können sich jetzt wieder mit den verschiedenen Artikeln 11 und 12, sind da auch noch wichtig, wieder als Türsteher zwischen die Urheber und die Plattformen wanzen und abkassieren. Denn wir Urheber sind eigentlich zufrieden. Wir wollen die großzügige Nutzung unserer Werke und dafür eine angemessene Vergütung. Ich kann davon ein Lied singen und habe deshalb oft mit YouTube gesprochen, fast 10 Jahre lang. Und Anfang 2017 hat es endlich gefruchtet. Qualitativ hochwertige Inhalte werden inzwischen deutlich besser vergütet. Aber die Konzerne, die großen Konzerne verfolgen hier andere Ziele. Sie wollen ein Stück vom Kuchen abhaben und sie gehen dabei unglaublich perfide vor. Wie die Europaabgeordnete Julia Reda von den Piraten herausgefunden hat, wurde das Jubelvideo, Achtung,
Zunächst mal, also das Video wurde nicht vom Europaparlament selbst erstellt, sondern es hat es an einen externen Dienstleister gegeben, so weit, so gut. Aber als ich den Namen von dem Dienstleister gehört habe, da sind bei mir wirklich die Alarmglocken losgegangen. Denn das ist kein Unbekannter, sondern eine der am aktivsten tätigen Lobbyorganisationen vor der Abstimmung im September. Der Dienstleister ist die AFP, die Agence France Presse, eine Nachrichtenagentur und als solche erstmal journalistisch unabhängig, aber vor der Abstimmung im September hat die AFP eine Lobbykampagne in Auftrag gegeben, hat dafür 15.000 € ausgegeben und die Abgeordneten mit Informationen versorgt, warum diese Richtlinie unbedingt kommen muss. Von der AFP, der Agence France Presse, produziert, also quasi der dpa Frankreichs, der größten Nachrichtenagentur. Moment, die dpa Frankreichs dreht im Auftrag des Europäischen Parlaments Propagandavideos über Richtlinien, die noch gar nicht verabschiedet worden sind? What? Wenn die Propaganda machen, dürfen wir das schon lange. Wir sind hier auch Aktivisten und machen das deutlich, während die eigentlich Volksvertreter sind. Haben Sie wohl schon vergessen. Also, macht mit. Bruno Kramm, unabhängiger Musiker, der hinter den Demos in Berlin steht, der hat sich angemeldet, hat eine super Idee. Macht Fahnen mit dem Hashtag, Plakate und was auch immer mit dem Hashtag No13. So schnappt euch ein Plakat, ein Karton, ein Papier und schreibt mit großen Lettern Hashtag No13 drauf, hängt das aus dem Fenster und macht ein Foto. Postet dieses Foto auf Instagram, YouTube, Facebook, Twitter und wenn ihr irgendwo im Stadtbild ein Hashtag No13 seht, fotografiert es und postet es ebenso. Wir müssen gegen die Kampagne dagegenhalten. Und wir haben es am Montag ja schon gezeigt, als wir vor der CDU-Zentrale und in anderen Städten dazu demonstriert haben und sie dazu gebracht haben, öffentlich einzuknicken und das undemokratische Vorziehen der Abstimmung vor unserer Demos am 23. März öffentlich abzusagen. Deshalb lasst uns dranbleiben. Mehr und aktuellere Videos gibt es hier immer auf meinem Kanal. Klicks um Social Media, darauf klicken, da berichte ich über diese Themen und schaut euch gerne auch die Berichte über das Treffen mit Axel Voss an und weitere Videos. Bis dann, bleibt dran.